Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch mal heute, wie Schalter funktionieren. Im Prinzip kann man einen Schalter mit einem Lichtschalter vergleichen. Wenn der Schalter aus ist, ist das Licht aus, und wenn der Schalter an ist, ist das Licht natürlich an. Dieses Prinzip lässt sich auf den RPG Maker übertragen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ein Schalter aus ist, einen Text ausgeben, und wenn der Schalter an ist, könnt ihr einen anderen Text anzeigen lassen. Wie genau das alles funktioniert und zu was Schalter noch fähig sind, erkläre ich euch heute in diesem Tutorial. Viel Spaß mit dem Video! Fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Ich habe 3 Beispiele für euch vorbereitet. Beim ersten Beispiel zeige ich euch, wie man 2 verschiedene Texte anzeigen lassen kann. Das zeige ich euch jetzt. Als erstes erstellen wir ein neues Event. Wir suchen eine passende Grafik aus und klicken auf OK. Nun klicken wir in die leere Zeile und wählen Textausgabe. Dort gebe ich ein "Hallo mein Held, willkommen". Darunter wähle ich Schalter steuern aus. Sucht euch einen Schalter aus, den ihr benutzen wollt. Welcher ist vollkommen egal. Wir benennen ihn in Held um und klicken auf OK. Der Operator stellen wir auf an, damit der Schalter auch angeht. Klicken wir wieder auf OK, kopieren wir nun diese Seite und fügen sie wieder ein. Nun haben wir 2 Seiten und die zweite Seite bearbeiten wir jetzt noch ein bisschen. Löscht nun den Schalter Held und macht einen Haken oben links bei Schalter. Und wählt den Schalter Held aus. Somit kommen wir auf die zweite Seite, wenn der Held-Schalter auf an ist. Ich ändere noch den Text um in "Wir haben schon geredet". Jetzt kommt der Testlauf. Wenn wir mit ihm reden, kommt die Textzeile "Hallo mein Held, willkommen". Nach diesem Text schaltet sich der Schalter Held auf ein und wir kommen auf die zweite Seite. Beim zweiten Mal ansprechen kommt der Text "Wir haben schon geredet". Somit könnt ihr mit Hilfe der Schalter verschiedene Texte ausgeben. Machen wir doch mal gleich weiter mit dem zweiten Beispiel. Im zweiten Beispiel lassen wir den Schalter von einem anderen Event anschalten lassen. Wie das genau funktioniert, erfährt ihr in den nächsten Sekunden. Kommen wir jetzt nun zum zweiten Beispiel. Hier wird der Schalter nicht im gleichen Event geschaltet, sondern in einem anderen. Wir erstellen ein neues Event, suchen eine passende Grafik aus, wir machen eine Textanzeige, dort gebe ich ein "Rede zuerst mit Gustav". Gustav wird unser zweiter NPC, der den Schalter anmacht. Klicken wir nun auf OK. Diesmal schalten wir keinen Schalter an, sondern kopieren gleich die Seite und fügen sie ein. Macht auf der zweiten Seite einen Haken bei Schalter. Ich benenne den Schalter in "Gustav geredet". Jetzt ändern wir den Text noch um. Schön, dass du mit Gustav geredet hast. Übernehmt das Ganze und klickt auf OK. Jetzt wird es Zeit, dass wir Gustav erstellen, mit dem wir zuerst reden müssen. Erstellt ein neues Event und wählt eine passende Grafik aus. Nun klicken wir auf die leere Zeile, wählen Textanzeigen aus und geben dort ein "Schön, dass du mit mir redest". Darunter stellen wir den Schalter Gustav geredet auf an, kopieren nun wieder die Seite und fügen sie ein. Löscht auf der zweiten Seite die Schaltersteuerung und macht einen Haken bei Schalter. Wählt den Schalter Gustav geredet. Ändert noch den Text in "Wir haben schon geredet" und klickt auf OK. Nun wird Gustav den Schalter auf anstellen. Ihr könnt Gustav auch auf einer anderen Map setzen, das ist vollkommen egal, da die Schalter überall funktionieren. Machen wir einen Testlauf. Erst wenn wir mit Gustav geredet haben, kommt der neue Text, da der Schalter nun auf an ist. Im dritten und letzten Beispiel zeige ich euch, wie ihr einen Autostart macht, das nur einmal abspielt. Damit könnt ihr zum Beispiel Cutscenes machen, die nur einmal abgespielt werden sollen. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Okay, kommen wir nun zum letzten Beispiel. In diesem Beispiel machen wir ein Event mit einem Autostart und lassen es aber nur einmal durchspielen. Erstellen wir ein neues Event, setzen dieses auf Autostart. Wir klicken in die leere Zeile und machen eine Textausgabe. Sowas wie "Hallo, willkommen im Spiel, viel Spaß beim Spielen".
Darunter wählen wir wieder Schaltersteuerung aus und benennen ihn Anfang. Jetzt erstellen wir eine zweite Seite, die wir komplett leer lassen. Macht einen Haken bei Schalter und wählt Anfang aus. Stellt noch sicher, dass ihr Autostart umgeändert habt in Aktionstaste. Das sollte aber von selbst umgestellt sein, wenn ihr eine neue Seite erstellt habt. Beim Testlauf sehen wir, dass die Textausgabe kommt und danach nicht mehr. Somit könnt ihr zum Beispiel Cutscenes erstellen, die nur einmal durchlaufen sollen. So viel zu den Schaltern. Spielt am besten auch mal selbst damit rum, damit ihr versteht, wie die Schalter funktionieren. Das war's jetzt mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was Schalter sind. Wenn noch Fragen übrig sind, in die Kommentare damit. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt. Bis dahin, Tschüssikowski.